Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal nicht direkt um Bücher, sondern es geht um einen Tag. Und zwar hat mich die Caro von Caros Bücher dazu eingeladen mitzumachen, und zwar bei dem 10 Dinge über mich Tag. Ja, ich habe mir hier eine kleine Liste gemacht und dann würde ich euch jetzt mal 10 Dinge über mich erzählen. Und zwar zum einen oder zum ersten. Ich bin eigentlich blond. Also man sieht das nicht besonders, aber ich bin eigentlich ein ganz hellblonder Typ. Ich färbe meine Haare allerdings schon seit über 10 Jahren braun, weil ich finde und auch eigentlich alle anderen um mich herum, die mich auch als blondes Mädel kennen, finden, dass mir braun einfach besser steht. So ist das manchmal. Manchmal ist die Haarfarbe, die einem irgendwie von Natur aus gegeben ist, nicht so passend. Ja. Nummer 2. Ich habe schon in Deutschland und in Polen gelebt und ich lebe aktuell in Österreich, und zwar in der schönen Steiermark und auch noch in der Landeshauptstadt der Steiermark in Graz. Ja, und wir fühlen uns hier total wohl. Es ist eine klasse Stadt, wunderbar grün, ganz viel Kultur und ganz tolle Menschen, und ja, es ist klasse hier. Nummer 3. Ich würde gerne Klavier spielen lernen. Ja, das ist schon irgendwie, seit ich ganz klein bin, möchte ich gerne Klavier spielen. Das hat sich irgendwie nie ergeben, und ich kann auch blöderweise keine Noten lesen, und das stört mich auch total. Was allerdings schön ist, dass bei uns in der Nachbarschaft Klavier gespielt wird und das hier durch die hohen Räume, weil wir in so einer Altbauwohnung wohnen, das hallt hier auch so ein bisschen durch, und man hat immer so ein bisschen Klavier-Hintergrundmelodie im Haus, und das ist total klasse. Ja, ich hoffe, ich kriege das noch irgendwann mal hin, Klavier spielen zu lernen. Nummer 4. Ich bin ein Jute-Tüten-Sammler und leidenschaftlicher Jute-Tüten-Nutzer. Und ich habe euch hier so ein paar Exemplare mitgebracht. So eine Jute-Tüte zum Beispiel, das ist jetzt von einer Musikband. Oder hier so ein klassisches Teil. Und das war eigentlich der Ursprung, warum ich angefangen habe, Jute-Tüten zu haben. Allein also durch den Umweltaspekt. Hier habe ich eine selbstgemachte, und ja, irgendwann hat sich das einfach zu einer Leidenschaft entwickelt, und ich kann mir die Jute-Tüten einfach nicht mehr wegdenken. Ich trage die überall mit mir rum, und ich verzichte komplett auf Plastiktüten. Es ist ja, glaube ich, jedem bekannt, dass Plastiktüten nicht so gut für die Umwelt sind. Hier habe ich eine aus Liverpool mitgebracht, mit John Lennon, original auf den Beatles-Laden. Da bin ich auch besonders stolz drauf. Und dann habe ich aber auch solche, die habe ich zum Beispiel in Polen gekauft. Die sehen dann so säckchenmäßig aus, auch mit langen Henkeln. Und die gleiche habe ich dann nochmal in grün. Ja, das sind so meine Lieblinge, würde ich mal sagen. Ich habe natürlich noch ein paar mehr, aber ich will euch jetzt auch nicht alles zeigen. Ja, also Jute-Tüten sind immer bei mir. Nummer 5. Ich bin die einzige in meiner ganzen Familie über Generationen hinweg, die blaue Augen hat. Also das ist wohl irgendwie unglaublich rezessiv vererbt worden. Ich bin einfach die einzige, die blaue Augen hat. Alle anderen haben braune Augen, und ja, ich steche da so ein bisschen aus der Masse heraus. Ja. Nummer 6. Ich bin eine absolute Hundeliebhaberin. Und das ist, glaube ich, meinen Eltern geschuldet, weil wir immer einen Hund hatten, also mindestens einen, manchmal hatten wir sogar 2 Hunde. Wir hatten zwar auch immer Katzen oder Wellensittiche oder Mäuse, wir hatten auch mal ein Pferd, aber Hunde haben es mir angetan, und ja, ich liebe Hunde über alles. Ich freue mich immer wieder, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Wir haben hier
leider keinen eigenen Hund in Österreich. Das würde zeitlich auch nicht klappen. Und ja, und ich freue mich dann immer wieder, wenn ich nach Hause komme und meine kleine süße Hundedame begrüßen darf und kuscheln kann. Und ja, ich liebe Hunde einfach über alles. Und sie lieben mich auch. Also das beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist schon mal ganz gut. Ja, Nummer 7. Ich habe mit 16 Jahren angefangen, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben, bin allerdings erst mit 26 Jahren dazu übergegangen, richtig hobbymäßig zu lesen. Das hat sich irgendwie vorher nie ergeben. Also man hat dann irgendwie Schullektüre gelesen oder auch mal hier ein Buch oder da ein Buch, aber so richtig exzessiv und mit Leidenschaft habe ich tatsächlich erst mit so 25, 26 angefangen zu lesen. Und ja, das hat sich über die Jahre so ein bisschen gesteigert, bis meine Regale irgendwann proppevoll waren. Von daher sind sämtliche Umzüge jetzt jedes Mal irgendwie so ein Kraftakt, weil irgendwie 400 Bücher mit müssen. Ich sortiere auch ungern aus, also ich liebe meine Bücher. Und ja, so ist das halt. Hm, Nummer 8. Ich liebe die deutsche Sprache. Da kommen wir direkt von Büchern und Gedichten und Kurzgeschichten zur Sprache. Also ich liebe die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Hm, Was Musik betrifft, bin ich auch eher so auf der englischen Seite. Aber was das Lesen angeht, lese ich lieber auf Deutsch und ich lese auch selten Bücher auf Englisch, auch wenn sie im Original Englisch sind oder Französisch oder was auch immer. Ähm, Ich finde einfach die deutsche Sprache am schönsten, am kraftvollsten, am facettenreichsten und ja, deswegen lese ich auch gerne auf Deutsch. Nummer 9. Ich bin ein totaler Frühstücksmuffel. Also bei mir ist es so, ich wache morgens auf und habe einfach keinen Hunger und der Hunger stellt sich dann irgendwann erst um 12 mittags ein und dann frühstücke ich auch erst. Es hat bei mir keinen Sinn, mich morgens an den Frühstückstisch zu setzen und weil ich dann einfach nicht essen kann. Also es ist ja auch logisch, dass wenn man keinen Hunger hat, auch nicht unbedingt isst. So. Also von daher Frühstücken ist mit mir nicht angebracht. Und zu guter Letzt Nummer 10. Ich gehe nicht gerne Klamotten shoppen. Und zwar ist es so, dass ich also grundsätzlich nicht so gerne Klamotten shoppen gehe, weil mich das einfach irgendwie nicht so interessiert. Ich mache das, wenn ich das machen muss, weil ich nichts mehr im Schrank habe. Dann gehe ich Klamotten shoppen. Was mich am meisten stört, ist irgendwie diese Umkleidekabinen, die mega eng sind und total stickig und die Sachen, die irgendwie 100 Leute vor mir schon anhatten, manchmal sogar mit so einem Make-up-Streifen hier einmal quer über die Bluse oder so, das stößt mich total ab und ja, ich mag das einfach nicht. Aber umso lieber gehe ich auch Bücher shoppen, also von daher, ich komme schon irgendwie auf meine Kosten, nur halt nicht unbedingt mit Klamotten. Ja. So, das waren die 10 Dinge über mich. Ich hoffe, das war irgendwie halbwegs interessant für euch. Caro, ich hoffe, das hat dir gefallen und es war einigermaßen aufschlussreich. Ja, ich würde sagen, ich beende das jetzt und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!